Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wir haben die Community gefragt, was euch am meisten interessiert. Neben Unkrautbekämpfung und neuen Rasenmähertest war der Punkt Bewässerung ganz vorne mit dabei. In diesem Video schauen wir uns für euch die Gardena Urlaubsbewässerung genauer an. Viel Spaß! Im letzten Jahr haben wir schon das solarbetriebene Bewässerungssystem von Gardena getestet. Das Video verlinken wir euch noch einmal in der Infobox und unter diesem Video. Dieses Mal soll es um die strombetriebene Variante gehen. Folgendes ist in unserem Gardena Bewässerungsset enthalten. Das Set kommt verpackt in einem Kunststoffbehälter an. Dieser ist gleichzeitig der Wasserspeicher und fasst 9 Liter Wasser. Im Behälter sind insgesamt 36 Schlauchhalter zur Platzierung der Schläuche an den Pflanzen. Weiterhin sind 3 Verteiler mit je 12 Anschlussstellen dabei. Diese sind in unterschiedlichen Grautönen gehalten. Wir werden später noch sehen, was es dort zu bedeuten hat. Dann gibt es einen 9 Meter langen, hellgrauen Schlauch und einen 30 Meter langen, dunkelgrauen, etwas dünneren Schlauch. Diese lassen sich mit einer Schere nachher auf die gewünschte Länge kürzen. Natürlich darf auch die Pumpe sowie das dazugehörige Stromkabel nicht fehlen. Dann ist noch ein kleiner Beutel mit Stopfen und Anschlüssen dabei. Auch eine wirklich ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei, die uns den Aufbau definitiv erleichtert hat. Für den ersten Aufbau wollen wir unsere frisch gepflanzten Tomaten und Paprika bewässern, sowie das neu bepflanzte Hochbeet. Vorab haben wir die zu bewässernden Pflanzen ihrem Wasserbedarf nach in ein paar Gruppen eingeteilt. Die frisch gepflanzten Tomaten und Paprika benötigen relativ viel Wasser. Nun haben wir zunächst an jede Pflanze einen Schlauchhalter gesteckt. Hier werden später die Schläuche eingesteckt. Insgesamt bietet jeder Halter Platz für bis zu 3 Schläuche. Für das Gemüse verwenden wir den dunkelgrauen Tropfverteiler. Wie gesagt, es gibt insgesamt 3 verschiedene Verteiler. Der hellgraue ist für Pflanzen mit geringem Wasserbedarf und gibt 15 ml pro Tag und pro Schlauch ab. Der mittelgraue ist für Pflanzen mit mittlerem Wasserbedarf und gibt pro Schlauch und pro Tag 30 ml ab. Der dunkelgraue Verteiler ist für Pflanzen mit hohem Wasserbedarf und gibt pro Tag und pro Schlauch 60 ml Wasser an die Pflanzen ab. Durch die Flexibilität des Systems kann aber auch zum Beispiel 2 Schläuche vom mittelgrauen Verteiler an eine Pflanze geben und hat dementsprechend auch 60 ml Wasserzufuhr am Tag. Wir stecken das Ende vom hellen grauen Verteilerschlauch an den Tropfverteiler an. Anschließend positionieren wir unseren Vorratsbehälter und kürzen mit einer Schere den Verteilschlauch auf die passende Länge. Nun können wir diesen nach oben an der Tauchpumpe befestigen. Auf die nicht verwendeten Ausgänge an der Pumpe schrauben wir zunächst die mitgelieferten Verschlusskappen. Nun geht's ans Zurechtschneiden der dunkelgrauen Tropfschläuche zu jeder Pflanze. Diese werden einfach an den Verteiler aufgesteckt und anschließend an jeder Pflanze in den Schlauchhalter gegeben. Auf die nicht benutzten Ausgänge am Verteiler werden Stopfen gesetzt, so dass dort kein Wasser austritt. Hier einmal unser erster Aufbau. An der Pumpe haben wir nun einen Verteiler angeschlossen und diesen wiederum mit insgesamt 8 Schläuchen an unsere Pflanzen gelegt. Ein erster Funktionstest. Dazu füllen wir Wasser in unseren Vorratsbehälter, geben die Pumpe hinein und stecken die Pumpe anschließend in die Steckdose ein. Es ertönt ein leises Summen und die Pumpe beginnt zu arbeiten. Aus den Schläuchen läuft das Wasser heraus. Das funktioniert schon einmal prima. Insgesamt läuft die Bewässerung für nun 1 Minute. Die Pumpe schaltet sich nun alle 24 Stunden automatisch an und versorgt die Pflanzen mit je 60 ml Wasser. Wem das zu wenig ist, kann hier ein wenig tricksen und eine Zeitschaltuhr in die Steckdose stecken und diese so einstellen, dass sie zum Beispiel alle 3 Stunden anspringt. Dann springt auch immer die Pumpe mit an. Wichtig dabei ist zu beachten, dass ihr ausreichend Wasser im Vorratsbehälter habt. Hier könnt ihr aber auch einen größeren Behälter wählen, wenn ihr mal für mehrere Tage wegfahren solltet. Nun wollen wir schauen, ob es die Pumpe auch schafft, vom Boden aus unser Hochbeet zu bewässern. Hier schließen wir den mittelgrauen Verteiler an. Diesen befestigen wir mit einer Schraube am Hochbeet und schließen auch hier wie vorher die Schläuche an und stecken diese in den Schlauchhalter an jede Pflanze. Auch hier müssen natürlich die Endstopfen noch aufgesteckt werden. Nun müssen wir den Tropfverteiler nur noch mit dem Verteilschlauch an die Pumpe anschließen.
Dafür schrauben wir eine der Endkappen an die Pumpe ab und stecken den neuen Verteilerschlauch auf. Fertig angeschlossen ist der zweite Verteiler. Auch diesen haben wir anschließend getestet. Auch hier läuft das Wasser zuverlässig aus den Schläuchen heraus. Wir haben nun das System über ein Wochenende laufen lassen. Vorher haben wir den Wasserverbrauch ausgerechnet. 8 mal 60 Milliliter mal 3 Tage sind 1440 Milliliter und 6 mal 30 Milliliter mal 3 Tage sind 540 Milliliter, also etwa 2 Liter. Dank unserer Zeitschaltuhr führen wir allerdings alle 6 Stunden die Menge Wasser zu. Also müssen wir hier noch einmal mit 4 multiplizieren. Insgesamt gibt dies 8 Liter Wasser. Gerade so noch genug. Das kam auch sehr gut hin. Anschließend haben wir das System noch etwas erweitert und an die noch verfügbaren, mit Stopfen versehenen Ausgängen am Verteiler weitere Schläuche angeschlossen. Wir wollen natürlich schauen, ob wirklich alle 12 Anschlüsse gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Dazu lösen wir die Stopfen wieder und stecken die Schläuche auf. Die andere Seite der Schläuche geben wir dann an unsere Feige, Himbeere, Brombeere und Heidelbeere. Das ganze System sieht nun etwas wild aus. Ist man jedoch im Urlaub, stört es vermutlich eher weniger. Unser Fazit. Bisher sind wir mit dem Bewässerungssystem sehr zufrieden. Das System ist einfach aufzubauen und komplett auf die eigenen Bedürfnisse einstellbar. Die Schläuche sind lang genug, so dass man auch mal nicht nur etwas davon hat, sondern auch beim nächsten Jahr immer mal wieder neue Schläuche zurechtschneiden oder ersetzen kann. Wenn man mal 2 Tage wegfährt, kann man die Pflanzen so komplett variabel dank verschiedener Verteiler und Schläuche sowie der Zeitschaltuhr mit einer ausreichenden Menge Wasser versorgen. Fährt man jedoch mehr als 4 Tage in den Urlaub, eignet sich das System zumindest für Tomaten und Co. nicht ganz so gut. Für Kräuter oder Pflanzen mit relativ geringem Wasserverbrauch mag das System je nach Anzahl der Pflanzen, aber auch für eine Woche oder mehr ausreichend sein. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, ein größeres Gefäß als Wasserspeicher zu nutzen, vielleicht sogar eine Regentonne. Da das System ganz klar nicht als Dauerbewässerung konzipiert wurde, sondern eben als eine automatische Bewässerung während eines Urlaubes, gibt es von uns hier eine klare Kaufempfehlung. Das Produkt haben wir euch unter diesem Video auch noch einmal verlinkt. Es gibt das Set auch ohne den Eimer etwas günstiger zu kaufen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.